Das Forbidden Druid ist sicherlich eines der spannendsten Trailbikes, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Wir wollten wissen, wie schlägt sich dieses 130 mm Geschoss mit seinem High-Pivot-Hinterbau gegen die Konkurrenz, haben es getestet gegen 4 andere richtig gute Trailbikes und vor allem wollten wir wissen, High-Pivot am Trailbike, ist das Hype oder Hokuspokus? Wie sich das Rad geschlagen hat, das erfahrt ihr jetzt hier im Video. Hallo zusammen, willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Moritz und hinter mir steht das Forbidden Druid V2. Ein ganz spezielles Trailbike mit 150 mm Federweg vorne und 130 mm am Heck. Das auffälligste Merkmal an diesem Trailfeger aus Kanada ist natürlich der Hinterbau und damit legen wir auch direkt los. Es ist nämlich das einzige Rad in unserem Trailbike-Vergleichstest, das einen High-Pivot-Hinterbau hat. Und Forbidden ist ja auch insgesamt so eine Marke, die diesen High-Pivot-Hype überhaupt mit ausgelöst haben. Vom Trailbike bis hin zum Downhiller. Das Druid war das erste Rad mit High-Pivot-Hinterbau, was Forbidden überhaupt auf den Markt gebracht hat und ist jetzt in Version 2 auf dem Markt. Und im Vergleich zum Vorgänger hat es einige Aspekte geändert. Grundsätzlich immer noch ein High-Pivot-System, jetzt aber mit einem Viergelenker, der so ein bisschen auf dem Kopf steht. Das hat Forbidden gemacht, damit der Hinterbau am Druid V2 bei harten Bremsmanövern immer noch ein bisschen aktiver bleibt. Es war so einer der Kritikpunkte am Vorgänger, dass es auf der Bremse dann doch ganz schön gestempelt hat. Soll jetzt hier anders sein. Ansonsten, ja, High-Pivot-Hinterbau, man hat einen sehr, sehr hohen Hauptdrehpunkt und die Besonderheit am Forbidden Druid ist die nach hinten gerichtete Raderhebungskurve. Das heißt, wenn ein Schlag auf das Hinterrad kommt, dann weicht der Hinterbau nicht nur nach oben aus, sondern nach hinten oben. Bedeutet, über den gesamten Federweg von 130 mm lenkt sich der Hinterbau um ein bisschen über 20 mm. Das heißt, die Kettenstreben werden auch länger. Und das Rad soll dadurch nicht an Hindernissen hängen bleiben, sondern denen schön nach hinten ausweichen und einfach mehr Geschwindigkeit über Wurzeln und andere Hindernisse mitnehmen und sich gleichzeitig ja nach mehr Federweg anfühlen, als es eigentlich hat. Und ich weiß, das ist so eine Floskel, die immer wieder verwendet wird. Das Rad hat mehr Federweg oder fühlt sich nach mehr Federweg an, als es eigentlich auf dem Papier hat. Beim Forbidden soll das wirklich zutreffen durch diesen High-Pivot-Hinterbau. Durch den hohen Hauptdrehpunkt ist eine Kettenumlenkung nötig, weil sonst eben der Pedal-Kickback ziemlich spürbar wäre. Deswegen hat Forbidden hier eine Umlenkung verbaut. Ist sehr, sehr typisch für High-Pivot-Räder. Ansonsten hat das Rad eine ziemlich hohe Progression von 30% über den gesamten Federweg und wie angesprochen eben nur 130 mm Federweg hinten. Ist weniger als die Konkurrenz in unserem Trailbike-Vergleichstest, da geht es ja sonst los bei 145 mm. Aber Forbidden sagt eben, mit diesem Rad kann man auch mit der langhubigeren Konkurrenz mithalten. Ja, und das hat das Forbidden World Cup-Team auch schon bewiesen. Reese Werner ist auf diesem Rad, als es damals gerade rausgekommen ist, beim Enduro World Cup in Leogang mal eben zum Sieg gerast, obwohl es nur 130 mm Federweg hat und man sagen würde, oh, das ist selbst für ein Trailbike relativ wenig. Ansonsten, was die allgemeinen Rahmendetails angeht, es ist ein Carbonrahmen, es hat ein kleines Staufach auf der Unterseite des Unterrohrs. Der Hinterbau ist ziemlich umfassend mit Gummiprotektoren gegen Kettenklappern und so weiter geschützt, SRAM UDH Standard. Und beim Kauf kann man sich entscheiden zwischen einer 29-Variante, wie wir es hier getestet haben, oder einer Mullet-Konfiguration mit kleinem Hinterrad. Man kann es nachträglich nicht umbauen, das heißt, ihr müsst euch beim Kauf entscheiden und wir haben uns für diesen Test für die 29 Zoll Variante entschieden. Sonstige Flipchips und so weiter gibt es nicht. Kabel sind alle innen verlegt und insgesamt macht das Rad einen sehr hochwertigen, durchdachten Eindruck. Kostet allerdings auch eine Menge Geld. Die Top-Version, wie wir es getestet haben, kostet 10.899 €, also schon eher im hochpreisigen Segment verordnet. Gewichtstechnisch sind wir mit der Ausstattung, die ihr hinter mir seht, bei 15,3 Kilo. Da erzähle ich euch gleich noch was zu. Liegt damit so im Mittelfeld unseres Trailbike-Vergleichstests. Für ein Rad mit 130 mm Federweg könnte man sagen, oh, schon eher auf der schweren Seite im Vergleich zur Konkurrenz, die wir hier getestet haben, ebenso im guten Durchschnitt. Neben dem Hinterbaukonzept am Druid ist auch die Geometrie bei Forbidden relativ speziell. Angeboten wird das Rad grundsätzlich in 4 Größen von S1 bis S4. Entspricht ungefähr so der typischen S bis XL Einteilung und wir haben das Rad in Größe S3, also in Größe L getestet. Da hat es einen Reach von 480 mm, also schon eher auf der langen Seite. Der Lenkwinkel ist allerdings 65 Grad steil. Das ist im Vergleich zur Konkurrenz schon ein Tick steiler und das merkt man auch definitiv. Der Sitzwinkel ist ebenfalls ziemlich steil, dass man schön zentral sitzt. Ist ja ein wichtiger Aspekt, wenn es bergauf geht, gerade wenn es steiler wird. Und der Hinterbau ist ziemlich lang.
Einerseits wächst der Hinterbau mit jeder Rahmengröße, was ein ziemlich cooler Aspekt ist. Andererseits verbaut Forbidden generell ziemlich lange Hinterbauten. Jetzt hier am S3-Rahmen bzw. am L-Rahmen sind es 452 mm und wenn ihr eben gut aufgepasst habt, dann werdet ihr mitbekommen haben, der Hinterbau lenkt sich auch, wenn man den Federweg ausnutzt. Es sind über 20 mm, ich glaube 21 oder vielleicht sogar 22 mm. Das heißt, das kann man nochmal auf diese 452 mm draufrechnen. Und wenn man eben tief im Federweg drin steht, dann hat man eine Hinterbaulänge von über 470 mm, fast so lang wie der Reach. Das ist schon wirklich ganz schön lang. Durch den steilen Lenkwinkel ist der Radstand jetzt nicht so extrem anders als bei den anderen Rädern, sind so ungefähr 1260 mm, aber eben ein etwas anderes Geometriekonzept wird da verfolgt als bei den klassischen Rädern, die wir im Test haben. Getestet haben wir die Top-Variante, das Druid 1, und da wird eigentlich alles geboten, was man sich an einem modernen Trailbike wünscht. Kostet wie gesagt 10.899 €, also danach ist man auf jeden Fall ein gutes Stück ärmer, bekommt dafür aber auch eine echt coole Ausstattung. RockShox Lyric mit einem RockShox Super Deluxe Ultimate, also fahrwerkstechnisch werden da praktisch keine Wünsche offen gelassen, wenn man auf Elektronik verzichten kann. Es ist eine SRAM XO Eagle Transmission verbaut für elektronische Schaltvorgänge, ist sehr, sehr cool. Eine One-Up-Dropper-Post mit 180 mm Hub und Carbon-Laufräder von Crank Brothers. Wir haben allerdings im Vergleich zur Serienausstattung ein paar Veränderungen vorgenommen, dass wir in unserem Vergleichstest eben eine optimale Vergleichbarkeit haben. Zum Beispiel haben wir einheitliche Reifen von Michelin verbaut, der Wild Enduro vorne und hinten, einfach weil der Reifen als einziger Kontaktpunkt zum Untergrund so einen großen Einfluss auf das Fahrverhalten hat. Wir haben im Herbst bei teilweise feuchten Bedingungen getestet und wollten da einfach Reifen haben, die uns sehr, sehr viel Grip, viel Pannensicherheit bescheren, und deswegen haben wir an allen Rädern eben die Michelin Wild Enduro Reifen verbaut. Außerdem haben wir die Lenker alle auf eine Breite von 780 mm gekürzt und einheitliche Griffe von Ergon verbaut. Einfach, dass sich jedes Rad am Cockpit möglichst ähnlich anfühlt. Zusätzlich auch noch einheitliche Sättel von Ergon, damit wir auch im Uphill dasselbe Fahrgefühl haben und es nicht irgendwie getrübt wird durch einen Sattel, der jetzt ergonomisch nicht so toll passt. Das heißt, die Kontaktpunkte, Reifen, Griffe, Sättel haben wir vereinheitlicht. Zusätzlich, weil wir im Herbst getestet haben, war es ziemlich praktisch, dass wir Schutzbleche von Unleashed an jedem Testbike verbaut haben. Und Makoff hat uns mit den passenden Reinigungs- und Bikepflegeprodukten versorgt. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön, damit die Räder auch nach Ende des Tests so schön und fresh aussehen, wie ihr es hinter mir seht. Mit diesen vereinheitlichten Reifen, die mit Enduro-Casing eher auf der schweren Seite für ein Trailbike sind, und dem Schutzblech liegen wir bei 15,3 Kilo. Mit anderen Reifen kann man da sicherlich noch ein bisschen was rausholen. Getestet haben wir das Forbidden Druid V2 leider nicht auf Vancouver Island, wo Forbidden herkommt, sondern nur auf unseren Home Trails im Taunus, die aber auch ziemlich cool sind, und im Bikepark Winterberg und im Trailpark Winterberg. Dadurch hatten wir einen ziemlich guten Mix aus naturbelassenen, technischen Home Trails mit langen Abfahrten und auch langen Anstiegen. Also da haben wir sozusagen eine typische Wochenendausfahrt, die man mit seinem Trailbike macht, simuliert, und sind aber zusätzlich noch nach Winterberg in den Bikepark gefahren, um einfach mit Liftunterstützung so viele Tiefenmeter wie möglich sammeln zu können. Und das war natürlich auch ziemlich cool, weil wir da sehr, sehr viele Runs im direkten Vergleich machen konnten. Wir hatten eine Vielzahl verschiedener Strecken von naturbelassenen Lowmern im Trailpark bis hin zu gebauten Strecken mit Anliegern, Sprüngen, Drops. Eben alles, wo man so einen Trail-Allrounder einsetzt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Bikepark Winterberg und das gesamte Team in Winterberg für die Unterstützung, was die Testmöglichkeiten und auch was die Logistik und die Unterkunft angeht. Jetzt habe ich ziemlich lang zum theoretischen Hintergrund vom Forbidden gelabert. Ihr wollt natürlich wissen, wie fährt sich denn dieses Rad und merkt man einen High-Pivot-Effekt? Und damit ich das nicht alleine mache, habe ich mir noch schöne Unterstützung dazu geholt, nämlich den Arne. Arne, wir fallen einfach mal mit der Tür ins Haus. Du hast gesagt, du findest das Forbidden ist ein geiles Rad, aber du würdest es dir niemals kaufen. Was, Bruder? Wieso? Grundsätzlich einfach, weil ich diese High-Pivot-Sache mit dem Umlenkhebel und so weiter so ein bisschen zu kompliziert finde. Außerdem gibt es noch so ein, zwei Sachen, die das Rad jetzt nicht schlechter machen per se, aber wo ich sage, okay, es ist jetzt nicht unbedingt mein Bike. Okay, und was fandest du gut am Forbidden? Weil du sagst ja auch, dass es ein geiles Bike ist. Erstmal ist es das Bike mit am wenigsten Federweg im Test und das habe ich nicht gemerkt. Ja. Das fand ich schon mal grundsätzlich gut an dem Bike. Ja. Es fährt sich sehr cool. Es hat sich bei unseren Hometrails auf dem Feldberg sehr, sehr gut gefahren. Ja. Einfach weil es trotz des geringen Federwegs sich sehr potent anfühlt, sehr smooth anfühlt, die Schläge super gut wegnimmt und Hinterbau, High-Pivot-mäßig auch sich nicht so aufhängt an den Sachen. Gleichzeitig aber auch poppy ist. Und das hat mir richtig gut getaugt. Hast du das auch wahrgenommen? Das habe ich auch wahrgenommen. Ich finde, es ist irgendwie so ein richtig guter Kompromiss,
beziehungsweise es macht richtig viel richtig gut. Kompromiss klingt ja immer so, als ob es alles ein bisschen kann, aber nicht so richtig. Und ich finde, das Druid kann einiges einfach super gut. Also wie du sagst, es ist zu Beginn des Federwegs sehr, sehr sensibel. Es wird dann recht progressiv, aber man denkt gleichzeitig, es hat mehr Federweg als 130 mm. Also ich finde, hier in dem Rad, gerade wenn man es mit viel Säg fährt, also so im Bereich 35%, was Forbidden auch empfiehlt, dann fühlt sich dieses Rad wirklich nach mehr Federweg an und man merkt vor allem diesen High-Pivot-Effekt. Das fand ich super cool auf unseren Home-Trails, wo es ja teilweise auch mal ein bisschen flacher geht, bei herbstlichen Bedingungen, wo du die Geschwindigkeit gerne mitnimmst. Da merkst du einfach, dass sich das Hinterrad nicht so aufhängt, sondern ja, der Radstand lenkt sich und es fliegt sozusagen über die kleinen Wurzeln drüber. Und gleichzeitig war es aber auch ein sehr sattes, definiertes Fahrgefühl. Ein sehr leises Rad, das hat mir gut gefallen. Also ich finde, man konnte ab der ersten Abfahrt mit dem Rad richtig attackieren und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man von diesem nur 130 mm Federweg am Heck irgendwie zurückgehalten wird. Genau, das hatte ich auch gar nicht. Und dadurch, dass es ist schon ein krasses Konzept, es ist jetzt nicht das herkömmliche Trailbike oder All-Mountainbike, was ich jetzt sagen würde, okay, das ist so Set and Forget, draufsetzen, wohlfühlen, alles gut, sondern es ist schon ein bisschen spezieller, auch einfach dadurch, dass es diese Geometrie hat, die schon ein bisschen interessant ist. Wir haben 460er Kettenstreben, wie lang sind die? Ja, Dinger? 452, 452 in und der dann Praxis, längen die sich noch in der Praxis. Also das ist schon relativ lang, was einerseits für eine gute Balance sorgt. Also man steht halt sehr gut in dem Bike drin, ist nicht irgendwie auf der Front oder auf dem Heck. Aber es sorgt auch dafür, durch diese Längung der Kettenstreben hast du so ein bisschen Bewegung in der Geometrie. Ja. Und das kann einen stören. Also mich hat es jetzt nicht so viel gestört, lag vielleicht auch an den Trail-Situationen vor Ort, warum es mich nicht gestört hat. Aber es kann durchaus stören, weil man dann vielleicht schon so ein bisschen Richtung Front einen Schub bekommt, wenn die Kettenstreben sich lenken. Genau, gerade wenn du einen harten Schlag aufs Heck bekommst oder mehrere harte Schläge hintereinander, dann hast du eben diese Kettenstrebenlängung in Kombination mit dem knapp bemessenen Federweg und das haut dich dann so ein bisschen nach vorne und der Lenkwinkel ist halt nicht so hypersteil, 65 Grad. Das heißt, da hat man dann schon irgendwie teilweise eine sehr frontlastige Fahrposition. Ich würde sagen, es ist gewöhnungsbedürftig. Also gestört hat es mich nicht. Ich fand es vom Fahrverhalten echt ziemlich geil auch. Aber man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen und es ist jetzt nicht ein Rad, wo man sich draufsetzt und einfach so cool langfahren kann und den Kopf abschaltet und irgendwann ist man unten, sondern man muss irgendwie so ein bisschen bewusst damit fahren oder vielleicht auch ein Fahrrad, was sich eher an etwas erfahrenere Fahrer richtet, die wissen, dass sie mit so einem Konzept der sich verändernden Geometrie gut zurechtkommen. Ja, also ich würde sagen, es ist jetzt nicht irgendwie was Schlechtes per se, sondern es hat einfach seine Vorteile und aber auch seine Nachteile. Ja. Also man profitiert, der Hinterbau funktioniert ultra geil und dann profitiert man richtig von diesem System, aber nicht in jeglicher Situation, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, zum Beispiel in Winterberg auf den eher flowigen Trails, wo einfach unter einem nichts passiert ist. Ich finde, da war das Rad so ein bisschen, konnte man sich über Sinn oder Unsinn unterhalten und diskutieren. Und da bin ich andere Räder, wie zum Beispiel das Specialized Stumpjumper oder das Santa Cruz Hightower, einfach ein bisschen lieber gefahren, weil die dann doch energetischer waren. Und wenn man durch irgendwelche Wellen durchpumpen und durchsurfen wollte, hatte man eben nicht diesen super langen Hinterbau, wo auch noch sich die Kettenstreben gelenkt haben. Das fand ich so ein bisschen in solchen Situationen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und auch wenn es richtig hart zur Sache ging, dann merkt man einfach, es ist ein 130 mm Hinterbau, der sich nach mehr anfühlt, aber irgendwann ist der Federweg halt am Ende. Und das Rad ist einfach sehr, sehr progressiv. Also wir haben hier 30% Progression. Da ist dann irgendwann Ende Gelände. Aber in den allermeisten Trail-Situationen, gerade auf unseren Home-Trails, fand ich dieses Konzept richtig, richtig gut. Also ich sag mal, wenn man Naturboden hat, der nicht super fest ist, wenn man viele so mittelgroße Schläge hat. Wurzelteppich, ist es super gut drüber. Wenn man die Geschwindigkeit mitnehmen will, viele Kurven hat, einfach naturbelassene Sachen, dann ist dieses Rad wirklich eine Macht, die nicht nur mit der Konkurrenz mithalten kann, sondern sie auch in einigen Aspekten wirklich überflügelt. Genau. Jetzt haben wir ja schon oft vorhin gesagt, lange Kettenstreben längen sich noch und so weiter und so fort. Das ist ja normalerweise, sagt man immer so, oh, kurze Kettenstreben gegen gut umkurven, lange Kettenstreben gegen nicht so gut umkurven. Hast du da irgendwas gemerkt, dass du sagst, es geht nicht gut um Kurven? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also auch so in engen, verblockten Sachen ging es gut rum. Man musste vielleicht so ein bisschen bewusster fahren, also gerade so im Vergleich zu den Mullet-Bikes in Kombination mit kurzen Kettenstreben. Die sind halt wirklich so rumgeschnippt und das war jetzt hier nicht so, aber wenn man die Fahrweise ein bisschen angepasst hat, dann ging es sehr, sehr gut um die Kurve. Fand ich nämlich auch, ehrlich gesagt. Ich habe vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie sich das so verhalten könnte oder so und war dann eigentlich jetzt nicht überrascht, sondern mir ist es einfach überhaupt in keinster Weise negativ aufgefallen. Ja. Und insgesamt ist das Bike durch das Gesamtkonzept ja auch nicht super lang.
Ja. Also wenn ich jetzt einen viel flacheren Lenkwinkel hätte und so weiter, dann wäre es ja nochmal ein gutes Stück länger. Ja. Und so. Aber so finde ich auch, fährt sich richtig gut bergab. Ja. Wie war es denn bergauf? Das ist natürlich noch so ein Aspekt, da würde man eigentlich denken, 130 mm hat den wenigsten Federweg, ist auch gewichtstechnisch jetzt nicht abgeschlagen auf dem letzten Platz. Trotz des komplexen Systems müsste sich eigentlich super gut fahren. Ich finde, an sich hat es sich auch ziemlich gut gefahren durch die zentrale Sitzposition. Gerade wenn es steil geworden ist, du hast viel Traktion, viel Grip auf beiden Reifen, also wenn es auch mal ein bisschen technischer wird. Ich finde, was man aber sagen muss, ist, dass der Hinterbau wippt. Und zwar nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar. Ja. Ich bin jetzt generell niemand, der sich an sowas stört, weil ich finde, wenn man in der Gruppe fährt, wenn man Trails fährt, dann geht es normalerweise nicht darum, möglichst schnell bergauf zu kommen, sondern dann fährt man halt in der Gruppe und fährt sowieso so entspannt, dass man sich halt auch noch gut unterhalten kann. Aber ein Trailbike soll ja auch effizient sein und soll auch beim 5. oder 6. Anstieg nicht die ganze Energie fressen, dass man den ganzen Tag damit fahren will. Und da hat man schon gemerkt, der Hinterbau, der schluckt dann doch ein bisschen was an Energie. Nicht lang drum rumreden, man muss den Lockout-Hebel reinmachen. Ja. Dann ist auch gut, ja. Aber ohne Lockout-Hebel hochfahren ist nicht so geil gewesen. Ja. Und wenn man einen Lockout-Hebel drin hat, Sitzposition, wie du schon gesagt hast, fand ich auch super, ja. Tritt sich eigentlich echt gut. Ich dachte, mal gucken, wie das mit der Umlenkrolle und so weiter ist, weil ich bin das vor einigen Jahren das Forbidden Druid V1 gefahren. Das hatte noch die untere Umlenkrolle Ja. und das war scheiße. Also berghoch, man hat richtig gemerkt, wie man Track hat. Das Bike war nicht scheiße, aber du hast berghoch gemerkt, wie man richtig Track hat. Hier mit der einen Umlenkrolle habe ich es ehrlich gesagt nicht wirklich gemerkt. Ja. Man muss aber hier ein bisschen aufpassen. Also man sollte gerade so den Bereich um die Umlenkrolle, wenn es jetzt herbstlich, winterlich zur Sache geht, muss man einfach regelmäßig pflegen. Ja. Kette muss immer gut geschmiert sein, was ja bei uns dank der Produkte von Makov auch kein Problem war. Aber man sollte halt darauf achten, dass der Bereich immer schön sauber ist, sich nicht zusetzt, weil sonst kann es da auch mal anfangen zu knarzen. Sonst fängt es an so ein bisschen zu rattern, man hört es dann auch, man spürt es dann auch so ein bisschen. Aber so wirklich, dass ich sagen muss, okay, habe ich jetzt richtig Watt liegen lassen, habe ich nicht gemerkt. Ja. Wenn du gerade bei dem Bereich bist, gehen wir mal ein bisschen weiter hier zu dem Bereich. Das ist nämlich ein Knackpunkt. Also ich würde sagen, generell der Bereich hier, ich finde, optisch ist das super cool so. Aber es ist schon, man sieht es ist ganz schön verbastelt und auch wenn man beispielsweise den Dämpfer, den Rebound beispielsweise einstellen will oder allein schon ans Luftventil vom Dämpfer zu kommen, ist irgendwie so ein gewisser Act. Also es ist sehr, sehr verschachtelt, es ist schwer dran zu kommen. Auch wenn man von oben drauf schaut, merkt man, die Reifenfreiheit ist wirklich richtig knapp bemessen. Richtig knapp. Ja, also offiziell ist es für 2,4 Zoll breite oder schmale Reifen freigegeben. Mehr sollte man auch nicht fahren. Jetzt hier mit den dicken Enduropellen ist es eigentlich schon grenzwertig, sodass man da schnell Schleifspuren hat. Serienmäßig wird das Rad mit einem Maxxis Forecaster ausgeliefert. Mit dem Reifen hätten wir halt überhaupt keinen Spaß im Herbst gehabt. Ja. Und auch was so Reinigung angeht, also wir haben regelmäßig unten den ganzen Tretlagerbereich gereinigt, aber es ist dann doch so verschachtelt, dass... Gerade wenn du so Tannennadeln und so hast, sowas, das bleibt da einfach drin. Da muss man irgendwie einfedern und parallel reinigen, aber es ist jetzt nicht einfach so abspülen, abbürsten, alles also da gibt es deutlich weniger anfällige Designs. Und das finde ich so ein bisschen schade an dem Rad, weil es ist ja eigentlich so der perfekte Loam-Räuber. Also so gerade für den Herbst, wenn die Trails wieder schön weich werden, wenn ein bisschen Substanz da ist, wenn die Schläge auch nicht mehr so hart werden, dann ist das Rad so voll in seinem Element. Also wenn man sich auch im Taunus fühlt wie in Kanada. Aber dann hast du halt die knapp bemessene Reifenfreiheit, dann hast du die schlechten Reinigungseigenschaften bzw. das verbastelte Konzept. Dann hast du eben auch den Hinterbau, der bergauf so ein bisschen Energie saugt. Und dadurch dachte ich mir, boah, das ist wirklich ein tolles Rad, aber es ist eher so ein bisschen ein Schönwetterfahrrad. Und ja, bei total staubigen, harten Sommerbedingungen weiß ich jetzt nicht, ob ich das Rad der Konkurrenz gegenüber bevorzugen würde, weil es dann halt doch nochmal vom Trail her härter zur Sache geht, Geschwindigkeiten steigen und man dann, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen mehr Schläge durchgereicht bekommt. Ja, ich finde auch, das Fahrrad fährt sich ultra geil. Es hat mir richtig Bock gemacht. Aber es sind, wie gesagt, so ein paar Details, wo ich dann sage, so für mein privates Rad ist es nicht die ideale Wahl. Aber wenn man sagt, Alter, ich habe Bock auf High Pivot, ich habe Bock auf so ein Trailbike in der Kategorie, was sich noch gut tritt, dann ist das ein richtig geiles Bike. Das würde ich auch sagen. Also wer auf der Suche ist nach einem Allerweltsfahrrad, was einfach alles gut macht und was wenig komplex ist, der
der wird sich kein Forbidden kaufen, dafür ist es halt auch zu teuer. Aber wer sagt, High Pivot, komme ich gut mit klar, ich finde die Marke cool, ich finde das Konzept cool, ich bin auf der Suche nach einem Rad, was schon sehr, sehr viel sehr gut macht, aber was es halt anders gut macht, für den könnte das Forbidden Druid wirklich eine super gute Wahl sein. Und ich glaube, wer dieses Rad mag, der wird es lieben. Auf jeden Fall. Ja, und es wird auch ein paar Leute geben, die einfach nichts damit anfangen können. Das ist in Ordnung. Das Rad polarisiert. Es polarisiert auch zu sehr, um einfach so ein richtig guter Allrounder für alle Geschmäcker, für alle Fahrertypen zu sein. Aber die passenden Trails vorausgesetzt, ist das einfach eine richtig geile Bude. Und ich würde mich nicht beschweren, wenn es mein Rad wäre. Also mein Herz hat es schon erobert, trotz der Schwächen, die man halt so ansprechen Mir hat es auch definitiv mit am meisten Spaß gemacht in dem Vergleichstest. Das ist ein richtig geiles Bike. Genau, kann man so zusammenfassen. Von daher, das war unser Eindruck vom Forbidden Druid V2. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die anderen 4 Kandidaten in unserem Testfeld geschlagen haben und auch welches Rad am Ende sich unseren Testsieg holt, dann abonniert am besten unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wenn ihr Fragen habt, postet sie in die Kommentare. Arne, vielen Dank für deinen Input und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.